Tokio ist die Hauptstadt von Japan. Osaka ist die zweitgrößte Stadt in Japan. Aber wusstet ihr, dass es viele Unterschiede zwischen Tokio und Osaka gibt? In diesem Video zeige ich euch, welche Unterschiede es zwischen Tokio und Osaka gibt. Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki. Ich komme aus Osaka, Japan und habe etwa 27 Jahre in der Kansai-Region und zwar in Osaka und Wakayama gelebt. Kansai ist eine Region, die in der Mitte von Japan liegt. Im Gegensatz zur Kansai-Region ist auch die Kanto-Region bekannt. Tokio hat ca. 14 Millionen Einwohner, wenn man die Einwohner nur aus der Tokio-Präfektur rechnet. Osaka hat hingegen ca. 8,7 Millionen Einwohner. Wenn man nur die Einwohnerzahl betrachtet, ist Osaka die drittgrößte Stadt in Japan. Die zweitgrößte Stadt ist die Kanagawa-Präfektur, die ca. 9,2 Millionen Einwohner hat. Allerdings ist Osaka hinsichtlich der Größe und Bekanntheit eher als zweitgrößte Stadt bekannt. Heute möchte ich diese zwei Präfekturen, Tokio und Osaka, aus der Sicht von Kultur, Essen, Sprache und verschiedenen Faktoren vergleichen. Dann, los geht's! Nummer 1. Kultur. Tokio und Osaka haben eine unterschiedliche Esskultur. Die Leute aus Osaka sind stolz auf das Essen in Osaka. Deswegen Hat Osaka viele verschiedene Gerichte, zum Beispiel Takoyaki, Okonomiyaki, Yakisoba, Kushikatsu, Udon und so weiter. Vor allem Mehl- und Teiggerichte sind sehr bekannt in Osaka. Im Gegenteil von Osaka hat Tokio nicht so viele bekannte Gerichte. Wenn ich an das Essen in Tokio denke, fällt mir nur Monjayaki ein. In Osaka gibt es ein Wort Kuidaore. Kuidaore bedeutet, sich selbst pleite zu essen. Da Osaka in der Edo-Periode das Zentrum von Logistik und Handel war, wurde Osaka früher auch als Tenka no Daidokoro genannt. Tenka no Daidokoro bedeutet die Küche des Landes. Passt also auf, dass ihr euch in Osaka nicht pleite esst. Zudem könnte man in Osaka und Tokio möglicherweise einen anderen Eindruck von Menschen und Atmosphäre bekommen. Die Leute aus Tokio sind kühler und nicht so offen. Die Leute aus Osaka sind hingegen offener, freundlicher und direkter. Da es in Osaka eine Komödienkultur gibt, lachen die Leute in Osaka wirklich viel. In Osaka wird man öfter angesprochen und viele antworten darauf. Wenn man jemanden in Restaurants oder Laden in Osaka anspricht, könnte man meistens irgendeine Reaktion bekommen. Nummer 2. Essen. Selbst eine dieselbe Mahlzeit kann in Tokio und Osaka unterschiedlich ausfallen. Ich zeige euch ein paar Unterschiede zwischen Tokio und Osaka Bezug auf das Essen. Schokupan, viereckiges Brot. Beim Frühstück in Japan isst man oft Viereckiges Brot, das Schokupan auf Japanisch heißt. Aber die Dicke von Schokupan ist in Tokio und Osaka etwas anders. Wenn man in Supermärkten Schokupan kauft, ist es oft schon geschnitten. Es gibt 3, 4, 5, 6, 8 oder 10 Scheiben Schokupan in einer Tüte. Die Leute in Tokio essen gerne dünn geschnittenes Schokupan. 6 Scheiben Schokupan ist in Tokio am beliebtesten und es gibt auch viele dünne Schokupan wie 8 Scheiben geschnittene Schokupan, die oft für Sandwich benutzt werden.
Die Leute in Osaka essen hingegen gerne dicke Schokopan und 5 Scheiben Schokopan werden oft verkauft. In Osaka gibt es sogar 3 und 4 Scheiben Schokopan. Das ist ziemlich dick, aber sie mögen lieber dicke Scheiben. Sojasauce. In Tokio würzt man etwas stärker als in Osaka. Dementsprechend ist die Sojasauce in Tokio und Osaka unterschiedlich. In Tokio wird oft dunkle Sojasauce benutzt, also Koikuchi Shoyu. Und in Osaka helle Sojasauce, also Usukuchi Shoyu. Donbei, Instant Udon-Nudeln. Ein Instant Udon-Nudeln, Donbei, ist in Japan sehr bekannt. Aber die Suppe dieser Instant-Nudeln ist in Tokio und Osaka anders. Wie die Sojasauce ist die Suppe von Tokio stärker und dunkler. Die von Osaka ist dünner und heller. Ihr könnt auf einer Packung von Donbei sehen, ob das die Version aus Tokio oder Osaka bzw. Kanto oder Kansai ist. Die Suppe von Udon in Restaurants ist auch in Tokio und Osaka unterschiedlich, weil man in Tokio dunkle Sojasauce und in Osaka helle Sojasauce benutzt. Tamagoyaki. Tamagoyaki ist wie Eieromelette. Tamagoyaki schmeckt in Tokio und Osaka unterschiedlich. Die Leute in Tokio geben oft Zucker in Tamagoyaki. In Osaka gibt man wiederum Salz in Tamagoyaki. Ich komme aus Osaka, deswegen mag ich Tamagoyaki mit Salz. Deswegen ist Tamagoyaki mit Zucker nicht mein Geschmack. Aber Sushi von Tamago ist meistens auch in Osaka mit Zucker gemacht. Wenn ihr mal Tamagoyaki kochen möchtet, schaut gerne mein Video von Tamagoyaki an. Okonomiyaki oder Monjayaki. In Osaka gibt es viele Mehl- und Teiggerichte wie Takoyaki und Okonomiyaki. Okonomiyaki ist wie ein dicker, deftiger Pfannekuchen, der aber nicht süß ist. Man isst Okonomiyaki mit einer speziellen Soße, der Tonkatsu-Soße. Im Gegensatz dazu gibt es in Tokio Monjayaki. Monjayaki ist mit Zutaten sowie flüssigem Teig gekocht und alle Zutaten werden auf einem Blech gemischt, gebraten und gedrückt. Probiert mal beide Gerichte in Tokio und Osaka. Übrigens, Takoyaki kommt aus Osaka. Takoyaki ist ein Teigbällchen mit Oktopus. In Osaka haben viele Leute zu Hause ein Takoyaki-Gerät und es gibt verschiedene Tonkatsu-Soßen in Osaka. die Leute in Osaka sind deshalb stolz auf die Mehl- und Teiggerichte und Soßen. Wenn ihr Takoyaki selber kochen möchtet, schaut gerne mein Video von Takoyaki. Sakuramochi. Auch bei Süßigkeiten gibt es Unterschiede. Insbesondere bei Sakuramochi, also Kirschblütenmochi, hat es verschiedene Formen. Sakuramochi in Tokio sieht wie auf der linken Seite aus und in Osaka wie auf der rechten Seite. Es gibt eigentlich noch mehr Unterschiede zwischen Tokio und Osaka beim Essen, sodass ich in diesem Video nicht alles einpacken kann. Welche Unterschiede beim Essen kennt ihr noch? Schreibt gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr über Japan erfahren möchtet, abonniert gerne meinen Kanal. Nummer 3. Sprache. In Tokio wird Hochjapanisch gesprochen, aber in Osaka wird Kansai-Dialekt, also Kansai-Ben, gesprochen. Wegen der Dialekte und Ortsabhängigkeit gibt es viele Unterschiede. Ich zeige euch ein paar sprachliche Unterschiede zwischen Tokio und Osaka. Idiot, Baka oder Aho.
Idiot heißt auf Japanisch Baka oder Aho. Die beiden bedeuten gleich. Allerdings ist die Bedeutung von Baka und Aho für die Leute in Tokio und Osaka ganz anders. Aber Baka und Aho, welches Wort sollte man nicht in Tokio oder Osaka sagen? In Tokio ist Aho nicht gut. Aho ist in Tokio wie ein Schimpfwort. Aber in Osaka ist Baka eher ein Schimpfwort. Zum Beispiel für die Leute in Osaka ist Aho nicht so schlecht gemeint. Sie benutzen manchmal das Wort Aho als einen kleinen Scherz oder eine freundliche Bedeutung. Passt bitte also auf, welches Wort ihr in Tokio und Osaka benutzt. McDonald's. McDonald's kennt ihr bestimmt. In Japan spricht man oft McDonald's mit einer Abkürzungsform. Diese Abkürzung ist in Tokio und Osaka unterschiedlich. In Tokio Mac, Mac. In Osaka Makdo, Makdo. Teigtaschen. In Japan gibt es ein solches Gericht wie auf dem Video. Mit Fleisch gefüllte Teigtaschen. In Tokio nennt man es Nikuman und in Osaka Butaman. Niku bedeutet Fleisch und Butter bedeutet Schwein. Man isst quasi Teigtaschen. Wie ich es nenne, natürlich Butaman. Aber ich nenne Teigtaschen bei Konbini als Nikuman. In Osaka gibt es einen bekannten Butaman von Gogo-ichi no Horai. Das kann man nur in Osaka essen und das nennt man Butaman. Wenn ihr in Osaka seid, probiert es einmal. Es schmeckt sehr gut. Nummer 4. Verschiedene Faktoren. Außer beim Essen, Kultur und Sprache gibt es noch mehr Unterschiede zwischen Tokio und Osaka. Rolltreppen. In Japan gibt es einen stillschweigenden Regeln, wo man auf einer Rolltreppe stehen soll. Und das ist ortsabhängig. In Tokio sollte man auf der linken Seite auf der Rolltreppe stehen. Hingegen sollte man in Osaka auf der rechten Seite stehen. Die gegenteilige Seite sollte man freilassen, damit die eiligen Leute schneller hoch oder runter gehen können. Stromfrequenzen. Die Stromfrequenzen sind auch in Tokio und Osaka unterschiedlich. In Tokio sind es 50 Hertz und in Osaka 60 Hertz. Das heißt, einige Elektrogeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen und so weiter könnten in Tokio und Osaka nicht geeignet sein. Das ist aber nicht nur zwischen Tokio und Osaka unterschiedlich, sondern zwischen Ostjapan und Westjapan. Passt also auf, wenn ihr von Tokio nach Osaka oder umgekehrt umzieht. Farbe von Taxi. Die Farbe von Taxi ist auch in Tokio und Osaka unterschiedlich. In Tokio gibt es verschiedene Taxiunternehmen und sie haben verschiedene Farben auf ihren Taxis. Zum Beispiel grün, gelb, schwarz, rot und so weiter. Taxis in Osaka sind hingegen oft schwarz. Sie haben die schwarze Farbe als Hauptfarbe genommen. Ein- und Ausstieg vom Bus. Wenn ihr nach Japan reist, könnt ihr möglicherweise einen Bus nutzen. Dabei sollte man auch aufpassen. In Tokio steigt man meistens von vorne ein und bezahlt vorher. Dann steigt man von hinten aus, also wie in Deutschland. Das ist aber vom Busunternehmen abhängig. In Osaka steigt man hingegen immer von hinten ein und steigt von vorne aus. Bezahlen muss man vorne vor dem Aussteigen. Größe von Tatami. Der letzte Unterschied in diesem Video ist die Größe von Tatami-Matten.
Tatami ist eine japanische traditionelle Matte auf dem Boden. Sie sind in Tokio und Osaka unterschiedlich, vor allem die Größe. Übrigens, man zählt oft in Japan die Größe eines Zimmers von Wohnungen bzw. Häusern mit der Anzahl von Tatami. Ein Tatami, auf Japanisch Ichijo, ist in Osaka ca. 1,82 Quadratmeter und in Tokio ca. 1,54 Quadratmeter. Tatami hat aber verschiedene Arten. Deswegen könnte es sein, dass die Wohnungsgröße innerhalb von Osaka bzw. Tokio eine unterschiedliche Größe hat. Man rechnet aber auch in Japan mit Quadratmeter, also keine Sorge. Welcher Unterschied hat euch überrascht oder wusstet ihr alle Unterschiede? Vergleicht mal die hier aufgelisteten Unterschiede zwischen Tokio und Osaka, wenn ihr nach Japan reist. Vielleicht könnt ihr noch mehr Spaß in Japan haben. Das war's für dieses Video. Wenn euch das Video gefällt, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und lasst bitte einen Abo da. Und ihr könnt auch mein Instagram anschauen, damit ihr im Laufenden bleiben könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!